In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit der Airbrush-Technik einen Gecko sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Zur Vorbereitung brauchen wir wieder ein paar Farben. Ich habe mir zunächst hier ein Grau gemischt aus 1 Tropfen Cyan, 3 Tropfen Rot-Orange. Das gibt immer ein schönes warmes Grau, finde ich. Später ist noch 1 Tropfen Cyan dazu gekommen. Dann ist das Grau ein bisschen kälter, weil der Blauanteil einfach höher ist. Zu dem Gemisch habe ich ca. 6 bis 8 Tropfen Wasser verwendet. Ich habe in meiner Airbrush-Pistole immer ein kleines Sieb. Diesmal habe ich auch eine 0,23er Düse verwendet. Da arbeite ich sehr gerne immer mit einem Sieb. Ansonsten setzt sich die Farbe natürlich auch sehr gerne in der Düse ab. Und dann gibt es die beliebten Spinnenbeinchen. Nein, die unbeliebten natürlich. Die wollen wir natürlich nicht haben. Diverse Radierer nutze ich auch wieder hier. Diesmal habe ich meinen beliebten Faber-Castell Radierstift mit den 2 Seiten verwendet. Also die rote Seite ist immer die weiche Seite, umgekehrt die weiße Seite ist immer die härtere Seite. Und damit kann ich sehr, sehr gut Effekte auf den Maluntergrund bringen. Der Maluntergrund ist diesmal in der Größe DIN A3 circa, habe ich das ungefähr geschnitten, den Karton. Es handelt sich da um das Artboard. Das ist ein richtig guter Karton, auf dem man sehr gut radieren kann und auch kratzen kann, wenn man denn möchte. Achtung, wieder Werbung. Alle Materialien verlinke ich euch wieder in der Infobeschreibung wie gewohnt. Wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision. Darüber freue ich mich sehr. Für diejenigen, die darüber schon bestellt haben, vielen Dank an dieser Stelle. Ihr unterstützt mich und natürlich auch den Kanal, damit ich weitere coole Videos produzieren kann. Vielen Dank dafür. Und jetzt sind wir auch schon wieder mittendrin. Ihr seht, ich habe jetzt erstmal auf dem Maluntergrund ziemlich grob vorgelegt. Das Köpfchen habe ich schon ein bisschen detailreicher ausgearbeitet mit den Radierern. Hier ist es auch wieder ein Wechselspiel. Ihr kennt das aus meinen anderen Videos. Es ist mal ein Wechselspiel zwischen Radieren und Sprühen, Radieren und Sprühen und so weiter und so fort. Wenn ich im Vorfeld erstmal grob anlege, bin ich auch relativ weit weg vom Maluntergrund mit der Airbrush-Pistole und sprühe dann mehr Verläufe in dem Sinne. Gehe ich näher dran mit der Airbrush-Pistole, sind das schon mehr Details, ja. Und was wichtig dabei ist, je näher ihr dran geht, desto mehr habt ihr auch Struktur. Und es kann auch passieren, dass der Maluntergrund an der einen oder anderen Stelle dann eben fleckig wird. Das will ich natürlich im Vorfeld erstmal ein bisschen vermeiden. Später kommt die Struktur sowieso noch rein. Erstmal natürlich mit dem Radieren, wie ihr das hier wieder seht. Und dann auch mit dem oder indem ich mit der Airbrush-Pistole einfach näher an den Maluntergrund arbeite. Hier wechsle ich auch mit den unterschiedlichen Radierseiten des Stifts ab. Also für Verläufe beim Radieren nutze ich immer die weiche Seite. Soll das schon härtere Strukturen sein, dann nehme ich halt auch die härtere Seite. Ja, hier übersprühe ich dann auch direkt wieder das Radierte und jetzt gehe ich auch schon dichter dran. Ihr seht, ich sprühe jetzt hier auch ein paar Punkte. Überall da, wo ich einen hellen Punkt ausradiert habe, setze ich einen dunklen Punkt drunter. Das gibt so einen schönen Schatteneffekt. Sieht ein bisschen aus wie ein Tropfen dann. Hier habe ich auch übrigens schon die Farbe gewechselt. Was heißt gewechselt? Also da sind jetzt 3 Rot-Orange drin, also 3 Tropfen Rot-Orange und 2 Cyan Blau mit 6 bis 8 Wassern. Alles in Tropfen.
Ja, an den Beinen, wie ihr merkt, sorry, ich bin ein bisschen heiser, ist früh morgens. An den Beinen, wie ihr merkt, da bin ich jetzt auch mit der Airbrush-Pistole ein bisschen weiter weg vom Maluntergrund gewesen, um auch den Verlauf eben zu sprühen. Wird es dann näher, also gehe ich wieder an den Maluntergrund näher, beispielsweise um die Kanten oder den etwas härteren Schatten da zu sprühen, ja, dann gehe ich natürlich ein bisschen oder viel näher dran mit der Airbrush-Pistole. Wichtig dabei ist, dass ich da möglichst auch sachte mit der Farbe arbeite, weil ich will nicht zu dunkel werden, weil darüber soll ja später auch noch Farbe kommen. Ne? Ich bin leider auch ein bisschen zu dunkel geworden, werdet ihr sehen. Das ist ein bisschen meine Schwäche bei den Airbrush-Bildern. Ich werde immer gerne sehr schnell zu dunkel. Ja, ist eine blöde Eigenschaft von mir, da muss ich immer gegenarbeiten. Hier habe ich das in diesem Falle nicht getan. Ihr werdet ja gleich das Ergebnis sehen. Bis auf 2 Passagen in diesem Video seht ihr alles wieder in 10-facher Geschwindigkeit. Diesmal habe ich auch sehr, sehr lange mit dem Tierchen hier verbracht. Ich hätte mir gewünscht, dass das schneller geht. Ich war ein bisschen auch im Prüfungsstress. Naja, drückt mir mal die Daumen, dass ich bestanden habe. Ja, und zwischendurch noch ein YouTube-Video eben mal drehen. Ne? Also das ist alles gar nicht so einfach unter einen Hut zu bringen, sage ich euch. Hat aber geklappt. Und ja, deshalb ist es jetzt auch früh morgens. Nochmal Werbung in eigener Sache, na, damit ihr auch den Kanal unterstützt. Mein Gott, ich fange schon an zu stottern. Ist mir natürlich wichtig, dass wir hier auch wachsen vom Kanal her. Und natürlich, dass ich eine Rückmeldung von euch bekomme. Deshalb abonniert fleißig den Kanal, wenn es denn euch gefällt, und liked das Video und teilt das auch. Ich würde mich auch über den ein oder anderen Kommentar wieder freuen, wie es denn euch gefallen hat und was ihr vielleicht zukünftig sehen möchtet. Danke auch für die Rückmeldung. Also im letzten Kommentar, da hat sich ja jemand den Gecko tatsächlich gewünscht, ne? Prompt habt ihr einen. Also es klappt. Ne? Wenn ihr kommentiert und ihr habt irgendeinen Wunsch und ich kann es auch umsetzen, auch zeitlich gesehen natürlich, dann mache ich das für euch. Noch ein wichtiger Punkt zum Radieren. Je frischer der Farbauftrag ist, der sollte natürlich nicht mehr feucht sein oder nass sein, ja, desto besser ist es auch zu radieren, auch mit der weichen Seite. Je älter der Farbauftrag ist und je mehr Medium beispielsweise drin ist oder irgendeine Grundierung oder wie auch immer, ja, dann wird es problematisch mit dem Radieren. Vor allem auch bei intensiven Farben wie Schwarz, ja, weil die sehr hoch pigmentiert sind, und vor allen Dingen bei Weiß. Da geht es auch nicht mehr so einfach mit dem Radieren. Also behaltet im Hinterkopf, wenn ihr, ich sag mal, transparent arbeiten möchtet, ja, und doch mit dem Radierer auch arbeiten möchtet, ja, verwendet nicht so hoch pigmentierte Farben wie Weiß und Schwarz. Und ja, bei frischer Farbe möglichst noch radieren, dann geht es einfacher und ihr macht euch wirklich nicht so viel Arbeit. Ich habe die Schuppen des Geckos auch nur angedeutet, also wenn ihr wirklich wissen wollt oder ja, wie ihr am besten auch Schuppen aufbauen könnt, dann gibt es hier ein Tutorial zum Fabelwesen. Das ist ein 4-Teiler, also wenn ihr euch das antun wollt, dann gerne, dann schaut euch das an, oder zumindest den ersten Teil. Da habe ich sehr viel ja, Schuppen gesprüht und irgendwann ja, hatte ich auch die Schuppen satt. Allerdings ist das eine gute Übung, also wenn ihr das einmal nachmachen wollt, kann ich es euch nur empfehlen. Wenn ihr das durchgesprüht habt, dann könnt ihr auf jeden Fall Schuppen sprühen. Ich habe hier versucht, möglichst transparent zu arbeiten. Wie ihr seht, bin ich jetzt leider an der Schnauze schon ein bisschen zu dunkel geworden. Das meinte ich vorhin. Und ich muss dazu gestehen, ich wollte ja ein bisschen mit meinem Elektroradierer arbeiten. Da sind spezielle Minen natürlich drin. Ich finde allerdings nicht mehr die Minen. Also Ordnung ist das halbe Leben.
Ich bin auf der anderen Seite des Lebens. Auf der anderen Seite der Seite. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde das Kärtchen trotzdem hier ganz süß geworden. Ich hätte mir auch gewünscht, eigentlich war geplant, dass ich unter dem Kärtchen hier, unter dem Gecko, eine Skyline noch mache. Das habe ich leider zeitlich nicht geschafft. Das wäre sicherlich gut gekommen. Dafür habe ich einen anderen coolen Farbeffekt hier gemacht oder erstellt mit der Airbrush-Pistole. Ihr werdet das ja gleich sehen am Ende. Vielleicht macht ihr das einmal nach. Sind auf jeden Fall coole Effekte, die da mit der Airbrush-Pistole eben möglich sind. Und da habe ich mal ein bisschen experimentiert. Ich hoffe, euch gefällt's. Ne? Ihr könnt es mir ja mal kommentieren. Ach, noch was ganz Wichtiges, wenn ihr auch mal Fragen habt. Ich erkläre ja zwischenzeitlich manchmal sehr schnell oder manche Materialien sind halt unklar und dann tauchen doch die ein oder andere Frage auf. Und das war bei mir ja damals nicht anders, als ich angefangen habe. Ich habe mir immer die Frage gestellt, hey, wie macht ihr das denn? Der hat das jetzt gar nicht genau so erklärt, wie er es da eigentlich sprüht. Und das ist ja normal, dass da Fragen kommen. Deshalb, falls Fragen offen sind, dann könnt ihr mir natürlich auch einen Kommentar hinterlassen. Ich versuche immer möglichst schnell zu kommentieren, dass ihr auch schnellstmöglichst eine Antwort bekommt und nicht lange warten müsst. Denn nichts ist ärgerlich, wenn man gerade im kreativen Prozess ist und dann auf eine Antwort wartet. Das ist ja natürlich blöd. Ja, jetzt ist auch die Farbe ins Spiel gekommen. Da ich jetzt auch schon ziemlich dunkel vorgelegt habe, ist es jetzt leider nicht so knallig, wie ich mir denn vorgestellt habe. Deshalb werde ich auch gleich noch den Hintergrund ein bisschen einschwärzen. Dann sieht das wieder ganz anders aus. Lasst euch überraschen. Und von der Mischung her habe ich Rot-Orange verwendet, Sienna gebrannt und Brasilbraun. Also ganz wilde Mischung. Ihr könnt auch damit experimentieren. Alle Farben sind von Schminke. Jetzt geht es hier auch dem Ende zu. Es geht immer sehr, sehr schnell hier. Ich sag mal bis zur nächsten Woche. Und wenn ihr noch nicht genug habt von der Airbrush-Technik und weiter fleißig üben wollt, um euer Airbrush-Skill auf den nächsten oder auf das nächste Level zu heben, dann kann ich euch nur dieses Video empfehlen, wie ihr eine Schildkröte im Weltall sprüht. Viel Spaß dabei, viel Erfolg und bis dahin eine schöne Zeit. Bye!